Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ja eine Runde Shakes and Fidget. Zuallererst erstmal an alle Frauen da draußen einen schönen Frauentag wünsche ich euch. Ja, lasst euch beschenken, schöne Blumen etc. pp. Und ich sehe gerade in der Kamera, es kommt ganz selten mal vor, dass ich tagsüber aufnehme. Ich bin wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen überbelichtet, aber besser überbelichtet als unterbelichtet, würde ich mal sagen. Ne? Und ja, deswegen, wir starten heute mal in die Folge rein und werden mal schauen. Ich hatte leider schlechte Nachrichten für euch zu verkündigen. Und zwar war ja wo wir heute drauf spielen, F9 war ja früher S31 gewesen und S31 war früher der Testserver gewesen. Heute ist ja F9 immer noch der Testserver sozusagen, wo alle Updates einen Tag früher kommen. Und viele haben früher auf S31 unter anderem wegen mir auch gestartet, aber auch wegen der Sache, dass man dort alle Updates einen Tag früher testen konnte. Und vor circa einem Jahr, ich glaube so 2023, Ende 2022 im Dezember, hatte der gute Piccolo einen Stein ins Rollen gebracht. Darauf hatte ich dann aufmerksam gemacht, dass eine Aufholjagd quasi auf mich mehr oder weniger gestartet worden ist. Ne? Piccolo, sehr treuer Zuschauer, und hatte ja auch immer die Daily Comments aufrechterhalten auf jeden Fall, deswegen Dankeschön auch an der Stelle. Ne? Jetzt macht das der gute Side, der ist immer um 15 Uhr, Kuss und Gruß geht raus an dich, ja, ist immer 5 Sekunden nach dem Video immer direkt da, deswegen Dankeschön auf jeden Fall für diesen Ehrensupport, das weiß ich sehr zu schätzen. Oh mein Gott, Alter, was ist das schon wieder für ein Try? Ich muss mal meinen besten Try angucken. Okay, der war noch besser, mein bester Try. Und der Piccolo, der hat leider mir geschrieben gehabt und hatte auf seinen Accounts auch schon eine Rundmail geschrieben, dass er leider aufhört. Er hatte damals wirklich eine Welle an Aufholjägern ausgelöst, sag ich mal. Gestartet am 26.12.22 und hatte mir geschrieben, er hat aufgehört, weil er, nicht mehr so die Ambitionen hat zum Zocken. Die Lust ist nicht mehr wirklich da und hat sich nur noch durch die Alu gequält. Das ist so der Klassiker, sag ich mal, ne? Und man versucht immer noch so krampfhaft was aufrecht zu erhalten, obwohl einem das Spiel gar nicht mehr so Spaß macht, und dann geht man da jeden Tag rein, dann skippt man seine Alu durch und so, ne? Also das hört man auch sehr häufig. Und wenn ihr an dem Punkt seid, dann solltet ihr es auch lieber sein lassen, sag ich mal, akzeptieren, okay, mir macht es jetzt gerade keinen Spaß mehr, dann hört man halt auf. So, und das war halt eben jetzt bei Piccolo auch der Fall gewesen, hat jetzt seine Aufholjagd aufgehört. Es gibt aber noch genug weitere Aufholjäger, das ist natürlich schade, ne, weil Piccolo ja auch ein paar Videos dazu gemacht hat. Wir hatten ja auch dem Piccolo auch einen Shoutout gegeben und dadurch kamen ja erst viele weitere dann auch danach hinzu. Hier sind auch noch weitere viele Aufholjäger noch am Start. Jetzt hat sich das so ein bisschen verteilt durch die Serverfusion von F9. Damals konnte man auf S31 in jede Gilde gucken, ne? Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern an die Videos. Und in jeder Gilde haben irgendwelche Leute irgendwas mit einer Referenz an mich geschrieben quasi, irgendwie Aufholjäger oder wegen Piccolo oder was weiß ich. Ein paar hatte ich mir hier auch noch gespeichert. Aber das ist hier wirklich nur ein Bruchteil, es sind hier noch viel, viel mehr Leute. Kysuel ist jetzt derjenige, der auf jeden Fall noch weiterhin hier am Start ist. Es war halt ganz spannend gewesen zu beobachten, weil der Kysuel hat hier mit seiner Aufholjagd am 28.12. angefangen. Piccolo war ja am 26.12., also 2 Tage danach, und es war halt spannend zu beobachten, erstmal das Rennen, aber auch hier wieder, Piccolo hatte keine Dungeon-Pause gespielt, Kysuel spielt gerade momentan eine Dungeon-Pause, heißt, wird später auch noch, denke ich mal, ziemlich stark werden, und werden wir auf jeden Fall auch weiterhin natürlich beobachten, ne? Auf YouTube könnt ihr da auch vorbeischauen, der macht auch ein Tagebuch dazu, daily, und deswegen ist das jetzt unser Top-Aufholer im Moment, sag ich mal gerade. Ne? Graf Zahl hatte hier auch danach angefangen, ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ich hatte hier wirklich ein paar abgespeichert, aber
Das war halt wirklich auch nur ein Bruchteil. Derafin hatte hier ja auch angefangen mit seinem Necro dann auf dem Server. Ja, es sind wirklich viele danach gekommen, deswegen schade auf jeden Fall, aber nur das Beste für Piccolo. Ne? Sagt, er guckt auch noch hier und da mal weiterhin rein, aber selbst spielen hat er definitiv auch keine Lust mehr. Wie gesagt, kann man auch nachvollziehen und ja, da sollte man auf jeden Fall selbst dann gucken, okay, ja, ich mache das hier alles nur noch halbherzig. Zum Beispiel geht es mir ja persönlich genauso. Die Accounts, die ich nur halbherzig spiele, da habe ich mir schon, also ich habe mir schon im Vorhinein, also früher war es ja so gewesen, ich hatte meine 3 Hauptaccounts und dann, naja, wollte ich halt immer keinen neuen so richtig anfangen, weil es halt, ja, weil ich den eh nicht halten kann. So, deswegen hatte ich mir dann irgendwelche Projekte überlegt, Kurzzeitprojekte, damit man da so einen Zwischenweg findet zwischen neuen Serverstart plus den Account. Jetzt setze ich mir mittlerweile schon fest vorab die Regel, okay, ich werde den vielleicht einen Monat zocken, den neuen Char, und dann ist für mich Ende im Gelände. Einfach aus zeitmännischen Gründen kann ich keinen 4. Account großartig halten. Und deswegen steht das für mich nicht weiter zur Debatte. Aber es gibt natürlich auch genug Leute, die so einen Char auch ja, also ne, mehrere Chars anfangen, auf Tryhard zu spielen und stellen dann fest, okay, die haben da entweder gar nicht die Zeit für oder verlieren da die Lust an dem Spiel und dann haben die aber, keine Ahnung, 6, 7 Accounts oder so und ja, schaffen das gar nicht, beziehungsweise haben da gar nicht die großartige Lust dazu. Dann ja, quält man sich auch nur noch so durch die Alu durch, weil man eventuelle Verbindungen oder ja, irgendwelche, sag ich mal, Emotionen oder was weiß ich mit dem Server verbindet. Man spielt mit Leuten in der Gilde zusammen, ne, die einen da noch am Spiel halten, so. Man will die Gilde auch nicht enttäuschen, man will auch nicht den Account irgendwie so vernachlässigen und so, weil dann natürlich noch weitere wieder dann auf dich dann aufholen und so. Das sind alles so eine Sachen, was einen das dann erschwert aufzuhören und das veranlasst dann einen dazu, eine gewisse Zeit lang sich in so einer Phase zu befinden, wo man das Spiel spielt, obwohl man es gar nicht mehr spielen mag, so großartig. Bis man aber an dem Punkt ist, wo man das selbst vielleicht so realisiert, das dauert vielleicht so ein bisschen, bis man dann halt den Entschluss fasst, okay, ja, vielleicht mache ich mal eine kleine Pause oder höre mal auf zu spielen, so. Ne? Was ich euch nicht empfehlen würde, ist den Account zu löschen, wenn ihr keinen Bock mehr habt, weil da gibt es immer wieder genug Leute, die ich tagtäglich höre, die dann sagen, oh ja, hier hätte ich mal so und so, ne, die dann ihren Account, was weiß ich, die den vielleicht auch nicht mehr wiederfinden oder Passwort weg, ne, oder keine Ahnung, oder halt eben gelöscht und finden es dann halt schade, dass ne, sie jetzt wieder neu anfangen müssen, obwohl viele Leute eben ja, Jahre später auch zu dem Game nochmal zurückfinden. Das sieht man ja immer wieder so. Wer einmal ein bisschen tiefer in Shakes drinne gewesen ist, der kommt da nicht mehr so einfach raus, ja, beziehungsweise guckt dann später nochmal rein, was ist denn aus dem Game geworden, gibt es das überhaupt noch, etc. pp. Und dann ärgert man sich, ne, dass man den Account damals ja hergegeben hat oder halt eben ne, gelöscht hat oder halt auch vielleicht gar nicht mehr weitergespielt hat, ärgert man sich vielleicht auch. Aber dann kann man den zumindest wieder anfangen. So, ne? Also wenn ihr noch alle Account-Daten habt, dann könnt ihr den wieder bespielen und da dann weitermachen, wo ihr aufgehört habt. So, ne? Ansonsten ist es halt ziemlich schade und ärgerlich, wenn man den dann halt komplett ja, löscht dann halt, ne? Ja, das auf jeden Fall so mal meine Gedanken dazu. Also es ist auf jeden Fall keine Schande, sag ich mal. Ne? Es gibt tagtäglich Leute, die mit SF aufhören. Es gibt tagtäglich aber auch Leute, die wieder mit SF anfangen. Ist ja auf jeden Fall, sag ich mal so, der Lauf der Dinge. Ne? Für mich persönlich lohnt es sich nicht mal, irgendwie darüber nachzudenken, mit Shakes aufzuhören, weil ich ganz genau weiß, okay, erstmal, ja, weiß ich nicht, ist das alles schon viel mehr geworden, sag ich mal, was hier draus entstanden ist, außer halt nur Shakes Entwickled spielen so, ne? Aber auch halt auch eben, ich weiß ganz genau, dass ich ja, früher oder später zu dem Game wieder zurückfinden würde und dann weiß ich jetzt schon, ich würde mich in den Arsch beißen, dass ich irgendwie ein Jahr lang Pause gemacht habe oder so, ne? Also, ja, das ist halt, ja, da hatten wir mal in der Vergangenheit drüber ein Video gemacht, zu dem Thema, ne, wo man halt eben, ja, ich vergesse immer diese Fachbegriffe dafür. Jedes Mal vergesse ich die. Da hatten wir mit Derafin und Melendez damals ein Video drüber gemacht, ne, über,
die Themen, man hat schon zu viel reingesteckt an, Sunk Time Fallacy und Sunk Cost Fallacy. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ne? Also Sunk Time Fallacy, man hat zu viel Zeit in die Sache reingesteckt, um es jetzt zu beenden. So, es steckt da zu viel Zeit einfach drin. Und Sunk Cost Fallacy ist dann dementsprechend, man hat zu viel Geld in das Spiel reingesteckt, um jetzt aufzuhören. Das sind auch nochmal zusätzliche Dinge, die einen das erschweren, über diese Hürde zu springen und zu sagen, jetzt ziehe ich hier einen Schlussstrich. So, ne? Es fällt unglaublich vielen Leuten dann halt schwer zu sagen, jo, ich höre jetzt auf. Aber da muss jeder für sich selbst sehen und realisieren, okay, ist das jetzt noch weiterhin was für mich oder verausgabe ich mich jetzt hier, vernachlässige ich vielleicht irgendwas dadurch, ne? Das ist ja jetzt nicht nur in Shakes so. Shakes hat auch, Digga. Ich freue mich so auf meine legendäre Waffe, wenn ich 700 bin, ne? Ja, Shakes hat natürlich auch einen gewissen Suchtfaktor, das kann man natürlich nicht absprechen so. Ne, hier sind Elemente in dem Game, die auf jeden Fall ziemlich süchtig machen so. Und manche springen da halt eben drauf an. Da ist aber Shakes bei weitem nicht das einzige Game da draußen. Da gibt es sehr viele andere Games, die auch ähnliche Elemente haben auf jeden Fall. Und ich sag mal, es ist ja auch irgendwo das Schöne an Games, dass man in denen auch in einer gewissen Art und Weise versinken kann, beziehungsweise sich ablenken kann oder sich daran erfreuen kann. Ne? Aber immer alles in einem gesunden Maße. So, ne? Das ist ganz klar, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Und deswegen ist da jeder seines eigenen Glückes Schmied und muss darauf achten, dass er es nicht übertreibt. So, ne? Genau, jeder nur so gut wie er kann, würde ich sagen an der Stelle. Alles klar. Ja, Leute, ich würde sagen, ich mache hier noch den Rest, hole hier noch meine täglichen Belohnungen ab und das war es erstmal soweit für das Video heute. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten morgen, denke ich mal, machen wir das Epic-Event-Video auf EU10. Da werden wir ein bisschen reingehen, ein bisschen reinpilzen, ein bisschen neues Equipment holen etc. pp. Und vielleicht ein paar Dungeons kloppen. Ansonsten, werden wir sehen, auf jeden Fall, was wird. Ne? Was wird. Alles klar, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.